Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist es Zeit für Teil 3 des Flugtrainings. Wir werden auch heute wieder einen Gewinner ziehen. Es wird spannend. Bleibt dran. Wie schon gesagt, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 unseres Flugtrainings. Ich bin schon sehr gespannt, was heute wieder alles auf der Agenda steht und was wir heute Schönes lernen. Ich habe schon meinen Sender vorbereitet, meine neue Viva Control Touch, die ich per Funk mit dem Simulator verbinden kann. Also auch alles ganz ohne Kabel. Ist für mich immer noch ein bisschen eine Umstellung. Aber gut. Sobald der Daniel sich hier eingewählt hat, werden wir den Gewinner ziehen von letztem Mal. Und selbstverständlich könnt ihr auch heute wieder ein Training mit dem Daniel gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich das Video angucken, denn irgendwo habe ich wieder einen kleinen Gewinncode versteckt. Wenn ihr diesen gefunden habt, dann liked bitte das Video, einen kleinen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar. Abonniert diesen Kanal, das ist mit einer der wichtigsten Sachen. Und dann schreibt ihr dem Daniel eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse. Und im Idealfall schickt ihr ihm einen kleinen Screenshot mit, wo man sehen kann, dass ihr abonniert habt, Daumen nach oben und einen kleinen Kommentar geschrieben. Und natürlich vergesst den Gewinncode nicht. Und dann seid auch ihr schon im Lostopf für das nächste Mal und vielleicht einer der glücklichen Gewinner. So, herzlich willkommen zurück. Der Daniel ist heute hier live und in Farbe dieses Mal. Anders als sonst, wo wir das Video ausgeschaltet haben. Denn wir machen heute etwas anderes. Heute ziehen wir den Gewinner für das Gratistraining hier live in diesem Video. Daniel wird natürlich wie immer denjenigen, den Glücklichen, auch nochmal per E-Mail kontaktieren. Aber wir wollen euch teilhaben lassen, wer aus dieser Müsli-Schale aufsteigt. Dann wollen wir mal loslegen, oder? Ja. Ja, heute haben wir sogar zum ersten Mal einen internationalen Teilnehmer. So, das sind 2 Zettel. Jetzt habe ich nur noch einen. Und zwar haben wir. Das ist jetzt, als ob es vorbereitet wäre, aber man hat hoffentlich gesehen, dass ich wirklich gewischt habe. Es ist tatsächlich der Italiener geworden, Luca Corsetti, der in Frankreich lebt. Corsetti! Ja, Du hast gewonnen! Siehst du mal, es lohnt sich. Alter Verwalter! Mich freut es auch, dass auch immer mehr, sage ich mal, aus dem Ausland mitmachen und dann aber oftmals natürlich auch die Frage stellen. Erstmal, ob ich praktisch Online-Training auch auf Englisch gebe. Und ja, dann lautet die Antwort natürlich, das ja, aber war ja bisher nicht so offensichtlich. Ja, aber ich habe tatsächlich auch schon in einem der YouTube-Kommentare die Frage gehabt, ob du das auch auf Englisch machst, und ich habe brav geantwortet, yes, sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch und natürlich auf Deutsch. Also du kannst eigentlich so 3/4 des Globus abdecken. Wir fangen jetzt an mit Flugstunde Nummer 3. Ich muss gestehen, meine Übungsintensität hat sich so auf, ich würde mal sagen, 6 Sessions bezogen. Wieder mit viel Panthen Pro V-Inhalt, mit ein paar grauen Strähnchen. Aber ich bin der Meinung, dass einige Sachen tatsächlich besser geworden sind. Ja, aber wir haben ja das Ganze auch vor, das Ganze ja mittel- und langfristig entsprechend anzugehen. Wir wollen ja ein großes Komplettpaket daraus machen und das gute Dinge eine Weile haben, und die haben wir ja. Es ist ja erst Januar. Eben. Und ich bin eine alte Frau. So, ich spiele jetzt auch mal die übliche Karte aus. Ich bin alt, ich lerne zu langsam. Also. Und ich sehe auch, dein Goblin Raw ist rot. Das liegt daran, weil einer, der bei dem Gewinnspiel mitgemacht hat, hatte ich finde, die gute Idee für eine bessere Unterscheidung, dass wir doch einfach unterschiedliche Farben verwenden. Eigentlich hätte ich mich für weiß entscheiden müssen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und du meinst wegen deinen grauen Strähnen? Yes. Wegen dem Panthen Pro V-Sponsoring, auf das ich immer noch hinarbeite. Aber es ist erstmal rot geworden. Dafür sind die Kuchen weiß, das reicht schon. Und die Blätter sind weiß, also alles gut. So, Daniel ist gelb, ich bin rot. Wir machen jetzt hier lustige Carrera-Bahn. Ich habe meine
meine Viva Control schon verbunden. Dann flieg doch einfach erst mal 1, 2 Minuten rum. Ich muss nur gucken, dass ich den Einfach Simulator fliegen, einfach fliegen, nicht einfach warm fliegen. dem Huhn hier auf den Kopf haue, was hier auf meinem Schoß sitzt. So, ich kann dir ja mal so ein bisschen was zeigen, Schätzelein, was ich so geübt habe. Eine Sache, die aus dieser ganzen No-Pitch-Thematik oder aus dieser ganzen Kurvenflug-Thematik, was mir auffällt, bestimmt immer noch nicht perfekt, aber was ich mir einbilde, was ich jetzt besser kann, ist, Ja. so dass ich es besser schaffe, diese Aber engen Kurven zu fliegen. Moment. ja, das schaut schon mal richtig gut aus. Klar, bist jetzt ein bisschen hochgesprungen in der Höhe, aber das geht jetzt mal so richtig in die richtige Richtung. Mega! Richtig cool. Und auch als du am Anfang erwähnt hast mit der Kurve, auch die weiträumige Kurve, da war mal für mehrere Sekunden kein Roll zu sehen. Und du bist die Kurve wunderschön geflogen. So wie auch jetzt. Hey, hey, hey. Ja, Versuche halt ich mein, durch das No-Pitch-Training, was ich ja so ein bisschen mir da jetzt antrainiert habe, dieses, wenn man mehr Nick zieht, dann auch mehr Heck. Gut, das ist jetzt ein bisschen viel Pitch, aber es ist egal. Die Kurve wird enger, darum geht es mehr. Die Kurve wird enger und dann wird sie irgendwann auch wieder weniger eng. Sie ist zwar irgendwo, aber sie funktioniert so halbwegs. Sie funktioniert auf jeden Fall. Und das kommt mit der Zeit, dass man zum Beispiel beim Engerziehen erstmal den Pitch wegzieht und dann erst wieder mit dem Pitch versucht reinzufinden. Und das ist natürlich, wir stehen ja, ich meine, du machst es ja noch nicht so lang, aber ich meine, wir erinnern uns ja noch bei der engen Kurve, wie viel du erstmal steuern musstest das letzte Mal. Eher Schlimm, so nicht ganz so schlimm, aber du musstest schon die ganze Zeit halt, ja, ungefähr, ja, ab und zu sah es ungefähr so aus. Jetzt sah das schon richtig, richtig schön aus. Sehr cool. Vielleicht noch einmal ganz kurz auf mich klicken, dann kannst du gleich weiterfliegen. Bevor ich es vergesse, es geht ja auch darum, dass man praktisch hier dann die Höhe schön hält. Jetzt habe ich hier ungefähr 40 Grad Schräglage, das heißt, ich kann jetzt natürlich über Pitch die Höhe machen. Was eine coole Übung ist übrigens das hier. Du fliegst eine Kurve und gehst währenddessen hoch runter. Ja, du siehst, ich kann auch praktisch hier mit Pitch rumspinnen, ja, so ein bisschen hin und her. Aber das Ganze funktioniert nur bis, sage ich mal, 45, 50 Grad. Was machen wir, wenn wir viel Schräglage haben? Da funktioniert es nicht mehr. Siehst du das, wie ich Pitch gebe und eigentlich das gar nicht in die Höhe kaum auswirkt. Nicht der Rede wert. Bei einem Speed Circuit zum Beispiel mache ich die Höhe über die Schräglage. Das heißt, mit kurzen Rollimpulsen, man sieht es hier, kurz Roll links, nochmal links. Damit ich aber die Schräglage bewusst eben zur Höhenkontrolle verwenden kann, ist es so wahnsinnig wichtig, dass man beim Speed Circle eben das Heck wirklich extrem stabil hält und damit auch die Schräglage, sodass praktisch die ganzen Schräglagenveränderungen durch kleine Rollimpulse wirklich dann nur dazu dienen, um die Höhe zu kontrollieren. Ich hätte noch zwei Sachen. So, das eine ja, gerne. So, ist mit den Mega. Also ich versuche jetzt wirklich das stehen zu lassen. Die sind noch nicht perfekt auf der Stelle, aber es fällt mir so deutlich einfacher, als wenn ich das irgendwie im Vorwärtsflug mache. Ja, lass mal den Negativ-Pitch einen Tick länger stehen. Man hat immer den Positiv-Pitch länger ablesen können als den Negativ-Pitch. Einfach vom Negativ-Pitch tendenziell zu schnell weggehst. Du versuchst praktisch zu schnell wieder in Richtung Positiv-Pitch zu gehen. Also bleib länger auf dem unteren Punkt. Aber schaut schon richtig, richtig gut aus bei dir. Was auch eine coole Übung ist vielleicht, du machst Überschläge und machst praktisch hier eine kurze Pause. In der Vertikalen. Mhm. Also auch mit Nick. Ja, du machst mit allem eine Pause und im Idealfall solltest du halt hier wirklich 0 Grad haben. Das ist aber keine Übung für Real Life. Ja, mit höherer Drehzahl kannst du das auch machen. Das schaut auch cool aus. Flieg mal kurz trotzdem die Übung, weil du meintest, du tust dich allgemein schwerer, wenn es praktisch geradeaus geht. Also wenn du praktisch nicht auf der Stelle das Ganze machst. Flieg das gleich trotzdem mal ganz kurz, um praktisch, damit ich mir einen Eindruck gewinnen kann, praktisch, wieso dem so sein könnte. Also normalerweise würde ich ja meine Traveling Flips, ne, die fliege ich ja dann schon mit Absicht, mit mehr Pitch, damit der sich dann halt auch wirklich schön bewegt. So, und wenn ich, so, warte mal. So.
Ja, das ist nämlich meistens, weil mein Negativ-Pitch überhaupt nicht stimmt und dadurch, dass du gesagt hast, ich soll das Ja. nicht korrigieren, crashe ich dann die meiste Zeit. Ja, Ich muss ihn jetzt aber mal ich ein habe dir bisschen auch retten. genau, ich habe dir aber auch den Tipp gegeben, erstmal praktisch nur halbe Überschläge zu machen. Bei der Übung ist ja das, was du gerade machst, eigentlich das, was man als nächstes machen sollte. Du hast gerade etwas übersprungen. Du solltest erstmal nur einen halben Überschlag machen, Pause, halben Überschlag, Pause. Nach dem halben Überschlag, bevor du weitermachst, solltest du den Pitch dann aber schon korrigieren. Okay. Halber Überschlag, Pitch korrigieren, mehr Pitch, genau, und jetzt wieder weitermachen. Und den Heli aber immer schräg lassen. Ja, und jetzt hättest du die Nase unten lassen müssen. Als nächstes musst du das Heck unten lassen. Ja, genau, Pitch korrigieren und weiter. Nase unten lassen. Ja, und was man halt merkt, ist, dass es bei dir noch nicht so dermaßen verankert ist, dass du den Pitch schon hast, bevor der Heli wieder waagrecht steht. Das ist das, was viele machen, ist, sie warten immer, bis der Heli gerade steht. Klar ist da die Pitchwirkung am größten, ja, aber die Pitchwirkung ist bei 30 Grad, 20 Grad auch schon enorm groß. Ja, das heißt, du solltest bei 20, 30 Grad schon längst den Pitch haben. Mhm. Und dazu ist es eben wichtig, dass du vor der Senkrechten einfach den Pitchwechsel machst. Aber du redest mit Senkrechten, meinst du schon die Position hier? Ja, genau. Kurz bevor du die Senkrechte hast, fängst du mit dem Pitchwechsel an. Und da machst du den Pitchwechsel aber langsam. Du machst ihn relativ ruckartig. Es ist ja ein langsamer Überschlag. Mach einen langsamen Überschlag, da musst du auch den Pitchwechsel langsam machen. Du musst ihn nur vor der Senkrechten anfangen. Gut. Eine kurze Frage. Bei wie viel Grad hast du ungefähr den Pitchwechsel gemacht? Keine Ahnung. Gut. Was wäre für dich kurz vor der Senkrechten? 80 Grad wäre doch kurz vor der Senkrechten, oder? Also ich weiß nicht, das, was das hier ist. Ja, das genau, richtig. Dann solltest du es auch da machen und nicht früher wie gerade eben. Kurz bevor du die Senkrechte hast. Also wirklich ganz kurz davor. Aber dann natürlich in die richtige Richtung. Ja. Jetzt ist jetzt schon wieder viel zu viel auf einmal. Äh, Moment. Einfach zum unteren Punkt. Ja, aber dann durch die Mitte durchziehen. Okay. Ja. Prinzipiell ist es so, dass es gibt eine Übung, einer der Figuren schlechthin. Und zwar ist es der 4 gezeiten Flip. Ich habe die früher als Rollen immer geflogen, aber Ja, dann machst du ihn mal mit Nick. so in der Richtung, oder nicht? Ja. Ja, man hat es praktisch erkannt, aber auch da bist du sofort in dein altes Verhaltensmuster zurückgekommen. Du hast den Pitch erhöht, bevor du angefangen hast. Siehst du, hast einen Pitchstoß auf 10 Grad gegeben. Wir haben ja folgendes Problem, dass das neue Verhaltensmuster bei dir erstens noch nicht intuitiv ist, also komplett automatisiert ist. Und das nächste, was bei dir ist, du hast sehr häufig den Negativ-Pitch zu wenig. Und damit du möglichst schnell wieder das sogar besser machst als jemals zuvor, würde ich 4 gezeiten Flips empfehlen. Zack, zack, zack. Womit beginne ich? Mit Nick oder mit Pitch? Mit Nick. Richtig. Ja. Was du machst ist, und dann bist du komplett out of space. Und wenn du erstmal einen Pitchstoß gibst, entfernst du dich von den 0 Grad. Ja. Deswegen hast du es auch wahnsinnig und dann bist du natürlich noch weiter weg vom unteren Punkt. Das ist nämlich, du musst einen kleinen Schritt nach unten machen mit dem Pitch und nochmal. Jetzt kleinen Schritt hoch, kleinen Schritt hoch, kleinen Schritt runter, kleinen Schritt runter. Hoch, hoch, runter, runter. Wichtig ist, wir bauen die Höhe ab, damit wir wirklich uns Zeit lassen, das zu trennen. Nick, Pitch, Nick, Pitch. Dann können wir es auch auf Roll machen. Roll, Pitch, Roll, Pitch. Einfach nur, um praktisch die Steps präzise zu haben, ja, um die Steps praktisch präzise zu haben und vor allem dieses Nacheinander, damit wir auf gar keinen Fall zum Start einen Pitch-Impuls nach oben haben. Gut, ich würde dir gerne noch eine Sache zeigen. Genau, machen wir. Und zwar hattest du mir ja am Anfang gesagt, dass
als ich gefragt habe, wie kann es denn sein, dass so ein normaler Pyroflip, so der sieht ja bei mir immer so langweilig aus und ich kriege den nicht schneller hin. Und dann hattest du mir ja gesagt, so von wegen, ja, eigentlich wäre doch, oder mehrere Pirouetten pro Überschlag machen will, dann wäre ja eigentlich der Pyroflip so, dass du den halben machst, dann eine halbe Totpirouette und dann wieder einen halben. Also Jein, ich also fliege es einfach rein mal vom vor, Steuern, weil so habe ich es ja, verstanden und das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert und ich fand es lustig, weil es funktioniert hat. Also so hatte ich mir das irgendwie gemerkt. ja, da hast du ein bisschen was missverstanden. Also prinzipiell ja, das schaut auf jeden Fall schon mal richtig gut aus, auch wenn es nicht komplett ausgesteuert ist, aber gerade jetzt, ja, du arbeitest natürlich mit Pitchdösen und so weiter, aber da haben wir auch in Richtung Pyroflip ja noch nicht wirklich was gemacht. Ja, das Äh, war meine nächste Frage, weil da habe ich ja, irgendwie noch nicht so ganz gerafft, wie ich da das stehen lassen und wann Wechsel hinkriegen soll. Und deswegen mache ich das halt ja. immer noch so, wie ich es früher gemacht habe. Prinzipiell wäre der Pyroflip so, dass du natürlich, du bist zu früh gerade. Also du bist praktisch ab hier jetzt gerade, siehst du, Mhm. von hier bist du Ja. komplett kerzengerade in der Schwebeposition. Ja? Und dem ist beim Pyroflip natürlich nicht der Fall. Du bist an und für sich die ganze Zeit schräg, 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 schräg und erst jetzt, wenn die Nase zu uns zeigt, bist du Ach wieder gerade, so. beziehungsweise wenn das Heck zu uns zeigt. Stimmt, da war was. Jetzt kommt es Ja. langsam wieder zurück. Aber das Coole ist, ich merke mir das trotzdem, wie du das gerade gemacht hast, für Leute, die den Pyroflip erstmal komplett falsch fliegen, damit sie sich an die Perspektive gewöhnen. Sonst hast du ja immer, ich mache dich ja kurz, also du, abgesehen davon, dass du praktisch so gestartet bist, ja, und nicht so, Mhm. ja, so wäre es praktisch richtig. Heck zu dir, Nase zu dir. Heck zu dir, Nase zu dir. So wäre es richtig. So hast du es aber nicht gemacht. Du hast praktisch Nase zu dir, Nase zu dir, Nase zu dir und mit Nase zu dir wieder umgedreht. Das ist das gleiche Äquivalent. Ich Ja, sage nichts. du sagst nichts. sage Genau. Und das ist das Gleiche, wie ich dir gerade gezeigt habe, nur aus der anderen Perspektive. Was viele machen ist, die fangen mit dem Heck an, drehen weiter, warten, bis das Heck zu sie drehen und machen dann wieder weiter. Hm? Heck zu sich, Heck zu sich. Ich sage immer Heck, wenn ich praktisch umdrehe. Das ist aber falsch. Merkst du auch, wie ich praktisch auf zyklisch immer wieder Pausen einlege oder langsamer werde? Aber wie komme ich denn jetzt zu dem Mehrumdrehung-Geschichte eigentlich jetzt hin? Indem du das praktisch so machst, wie jetzt, nur dann noch weiter ausgesteuert. Die Kunst ist es praktisch, schräg lassen, schräg lassen, schräg lassen, untere Ecke und dann in Schweben erst. Mhm. Vielleicht, das funktioniert nicht bei allen, weil du natürlich auf einem relativ hohen Niveau sein musst. Aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es bei dir hilfreich ist, vielleicht nicht auf Anhieb, aber mittelfristig und dann noch eine coole Erweiterung wäre für deinen Flugstyle wäre praktisch Pyroflip, schräg lassen und dann Rücken vorwärts. Schaut schön aus, oder? Sag jetzt bitte nichts Falsches. Huhn, schaut das schön aus. Ja, ja, Sehr gut. ja, Danke. Ich will das mal versuchen mit Kompliment von einem Huhn und einem Verrückten. einem Huhn. Huhn, was auch nicht fliegen kann, ne? Also das muss man mal Ja. dazu nehmen. Okay. Und das Aber machst du, das, indem du praktisch, du darfst am Anfang ganz wenig Nick drücken, nur ganz wenig Roll rechts und ganz wenig Nick ziehen machen, damit du dir noch Roll links und Nick drücken übrig lässt. Du musst deine Ausschläge wahnsinnig verringern, damit du praktisch den Heli sehr spät erst gerade stellst, nämlich ganz am Ende. Und dass du eine untere Ecke hast. Dafür, dass du das jetzt hier so machst, lernst du, dass du praktisch nicht weiter drehst mit dem Heck zu dir, sondern dass du mit der Nase zu dir wieder die zweite Hälfte anfängst. Insofern hat das voll was gebracht, finde ich. Jetzt musst du praktisch nur als nächsten Schritt lernen, dass du den Heli nicht du mit dem halben Pyroflip gerade stellst, sondern praktisch mit ein bisschen Nick drücken, ein bisschen Roll rechts, ein bisschen Nick ziehen, den Heli weiterhin schräg lässt. Geh mal aus dem No-Pitch-Trainer raus und zeig mir mal einen ganzen Pyroflip, wo du praktisch den Heli schräg lässt und schräg abstürzt. Ich möchte, dass der Heli zu keinem Zeitpunkt gerade ist, aber langsam. Also einen langsamen ganzen Pyroflip. Mach einfach einen halben Pyroflip, den du nicht gerade stellst. Weiterdrehen mit dem Heck, weiterdrehen, weiterdrehen, weiterdrehen. ach so, meinst du? Okay, Und Moment. dann nicht aufhören. Ja, das war richtig gut.
Ja, du machst einen halben Piroflip, den du nicht zu Ende machst. Also nicht gerade stellen. Weiter drehen mit Mac, weiter drehen und jetzt drücken, 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 drücken. Und dann wäre es gewesen, ja? Flachere Ecke und weitermachen, dann wäre das der ganze Piroflip gewesen. Glückwunsch. Weiter, weiter drehen und drücken. Ja, willkommen und das kannst du gerne zeigen. Geil. Glückwunsch, Simone. Das ist Das total war, seltsam, weil dein Ton ist sowas von im Delay dazu. Das ist so. Ja, Okay. aber auf jeden Fall hast du mitbekommen, dass ich mich freue. Also der erste halbe ganze Piroflip, den du korrekt geflogen bist. Das sah richtig gut aus. Habe ich so von dir noch nie gesehen. Mega, mach nochmal. Halber Piroflip, nicht gerade stellen und Rücken schweben. Jawohl! Geil! Und jetzt die zweite Hälfte. Halber Piroflip und dann nicht gerade stellen. Also nicht drücken. Mit nicht drücken wieder anfangen. Warte, ich habe hier noch das Huhn. Moment, das Huhn hinsetzen. Bitte, sonst kann ich hier nicht Piroflips fliegen, wenn du hier rumspringst. Hinsetzen. Sitz. Sitz. Und sonst musst du runter. Komm, dann gehst du runter. Und jetzt einen halben Piroflip. Genau, aber ganz wenig. Und weiterdrehen mit dem Heck, weiterdrehen, weiterdrehen. Ja, also richtig. Schneller. Das wäre das Problem. Wenn du das Heck weitergedreht hättest, wären wir da hingekommen. Weiterdrehen, weiterdrehen, weiterdrehen und jetzt drücken. Ja, und in die untere Ecke nicht reinrauschen. Du musst mit dem Heck dann langsamer werden. Ja. Zeig mir eine schöne untere Ecke. Ja, sehr gut. Und jetzt schön. Siehst du, wie entspannt du dann ins Rückenschweben auch kommst, wenn die untere Ecke passt. Und jetzt zeigst du mir auch eine entspannte untere Ecke aus der Position heraus. Schön entspannte untere Ecke zeigen und jetzt entspannt. Siehst du? Wunderbar. So kannst du im Piroflip weiterfliegen. Top. Und am Ende noch ein bisschen Roll links. Jetzt ein bisschen Roll links und ein bisschen drücken. Jawohl, super. Also insgesamt mehr. Schaut zwar immer noch nicht super. Nee, weniger zyklisch am Anfang. Also jetzt bin ich gerade mehr zyklisch geflogen und dann meinst du ja jetzt. Aber du bist von allem gemacht. Ja, das war viel besser. Wenn du weniger machst, wird doch alles flacher. Siehst, hast du gemerkt, wie die Ecke unten flach war und der Piroflip insgesamt entspannter und flacher war? Weil wenn du den Ausschlag sehr groß machst, bist du dann am Ende steil. Und wenn du am Ende in der unteren Ecke sehr steil bist, kommst du nicht mehr in die Schwebeposition zurück, was deine Ausgangslage ist. Ja, weniger ist mehr. Ich meinte auch eher, wann ich den Pitch wechseln muss und wann ich den stehen lassen muss, für wie lang. Du machst den Pitchwechsel, sobald du die obere Ecke erreicht hast, und der Pitchwechsel muss abgeschlossen sein, wenn du die untere Ecke erreichst. Ja, aber dann. Das ist wie beim Flip. Achso, mit Wechsel meinst du einen kompletten Wechsel? Also, ich mache den Piroflip. Mach den mal mit einer Pirouette, sonst komme ich gar nicht hinterher mit gucken. Okay. Ja, das ist kein Problem. Mama. Kannst du das dazu sagen, wenn du wechselst? Weil ich kann nicht gleichzeitig auf den Heli gucken und auf den Stick. Aus. Also ich mache praktisch den Pitchwechsel ab da, mache ich den Pitchwechsel und der ist ab hier abgeschlossen, ab der unteren Ecke. Und wenn ich hier anfange, mache ich den Pitchwechsel ab hier und der Pitchwechsel ist ab da abgeschlossen. Ganz ehrlich, wir machen zwar riesen Fortschritte gerade. Ich fand, wir haben jetzt halt wirklich 2 Piroflip-Hälften von dir gesehen, ganze Piroflip-Hälften, die wirklich gut aussahen, hatten wir 2 dabei. Und du bist praktisch, du musst es nur noch üben und eine schöne untere Ecke haben, die dann nicht hineinrauscht. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Pitch-Management-Training macht man nicht mit dem ganzen Piroflip, weil der halbe Piroflip ist Basic. Also ich würde mit dem ganzen Piroflip auch erst wirklich weitermachen, wenn das Pitch-Management, du kannst jetzt schon ein bisschen weiter üben, gar keine Frage, aber du solltest dich erstmal auf das Pitch-Management im halben Piroflip konzentrieren. Und das wäre wiederum, das kann ich auch kurz zeigen, auch da vielleicht auf die mittlere Drehzahl gehen, statt auf die ganz niedrige. Du steigst und siehst du das, wie ich überhaupt nicht mit dem Pitch angefangen habe. Und ich mache praktisch den Pitchwechsel. Ab hier mache ich den Pitchwechsel und der ist abgeschlossen in der unteren Ecke. Also von der oberen Ecke bis zur unteren Ecke mache ich den Pitchwechsel. So, eigentlich wollten wir doch Korkenzieher machen, oder nicht? Ja, zeig mir mal kurz, wie du den Korkenzieher aktuell machst und dann können wir schauen, ob wir den Ich kann keinen Korkenzieher, ich weiß nicht, wie der geht. Zeig mir mal einen halben Pyro-TikTok, wo du das Standbild machst dann. Mit der Nase zu und jetzt einen halben Pyro-TikTok. Genau.
Und jetzt kannst du mit dem Korkenzieher weitermachen. Du machst Ja, dann aber wie? praktisch. Was muss ich denn machen? Ja. Du machst einen halben Pyro-TikTok, damit du die richtige Position hast. Sprich, Stand 3. halber Pyro-TikTok und dann machst du Roll und Hack. Ja, aber du machst es nicht durchgängig so wie ich, sondern du machst Folgendes. Erstmal halben Pyro-TikTok und danach machst du nur den Scheibenwischer. Also du gehst praktisch, ich gehe mal kurz in den No-Pitch-Trainer. Du beginnst praktisch mit einem halben Pyro-TikTok, stoppst am Stand und dann machst du nur den hier. Das ist nämlich das Standbild für den Korkenzieher. Das ist Also das einfach gleiche die wie beim Knüppel Pyro-TikTok. auseinanderziehen. Genau, einfach auseinanderziehen. Das Schwierige ist, dass der ist der Anfang. Du musst praktisch einen halben Pyro-TikTok im Idealfall machen und ab jetzt praktisch aus Roll nicht mehr rausgehen. Also du machst praktisch einen halben Pyro-TikTok, bleibst in Roll hängen und das war's. Du musst praktisch auf nur Roll zurück. Motor aus. Okay. Du gehst praktisch aus Roll rechts nie wieder raus. Probier das nochmal aus. Halber Pyro-TikTok und jetzt, ja, genau. Aber du musst das Standbild mir zeigen. Und was brauchst du beim Standbild für einen Negativ-Pitch oder einen Positiv-Pitch? Oberer oder unterer Punkt? Ja, unten. Na also, hattest du nämlich nicht. Bin ja auf dem Kopf. Genau. Unterer Punkt. Und jetzt Stücke auseinander. Ja, du musst, was momentan am meisten, du machst riesen Fortschritte gerade, auch bei Kurven und so weiter. Jetzt hast du den Pitch gehabt und jetzt musst du auseinanderziehen. Ja, aber der stürzt was doch dann momentan, ist ja erstmal wurscht. Du musst jetzt nur ins Standbild zurückgehen. Der Simulator ist da zum Abstürzen. Und jetzt auseinanderziehen. Und wieder Standbild. Ja. Den Winkel kriegen sie nachher hin, aber worauf ich hinaus möchte ist, dein unterer Punkt ist das, was dich momentan am meisten beim Pyroflip und so weiter alles noch, sage ich mal, einschränkt, noch schneller Fortschritte zu machen. Also du musst praktisch den unteren Punkt noch besser hinbekommen. Sprich 4-5 Grad negativ. Und da, wie gesagt, die 4 Gezeitenflip und 4 Gezeitenrollen machen, das ist dann sehr hilfreich. Und bezüglich Korkenzieher, du musst halt erstmal einen schönen Standmove haben und du kannst im No-Pitch-Trainer zum Beispiel das hier üben und schauen, dass du, wenn du das hier machst, dass du halt nicht steiler wirst wie 60 Grad. Wobei ich heute echt nicht gut fliege, muss ich ehrlich sagen. Ich bin froh, wenn es so aussieht. Ja, normalerweise, aber ich bin auch ganz ehrlich, den Korkenzieher, ich mache den immer in der hohen Drehzahl. Selbst mittlere Drehzahl fand ich jetzt schwer. Ich mache mal in der hohen Drehzahl. Merkst du das, wie viel geschmeidiger und nicht langsamer ich den fliegen kann? Ich mache es jetzt bewusst extrem langsam. Ich kann es auch schneller fliegen. Siehst du das, wie viel besser der ist? Nur weil ich mit der Drehzahl hochgegangen bin. Probier es doch mal mit der hohen Drehzahl aus. Ja, mache ich. Lass uns doch an der Stelle mal aufhören. Ich meine, wir haben jetzt schon ziemlich lang gemacht. Ziemlich viel. Ja. Vielleicht kurzer Ausblick aufs nächste Mal. Warum der Rainbow bei der Rainbow die Figur ist, um ein Standbild zu trainieren. Das ist das gleiche Standbild, was du brauchst beim Flip. Du siehst, ich kann Außenflip kann ich einen Rainbow starten. Und ich kann außen Rainbow natürlich auch jederzeit mit Flip starten. Oder ich kann einen Rainbow machen, Standbild, halbe Rolle, Standbild, halbe Rolle und so weiter. Standbild, Standbild. Ja. Und du kannst halt mit dem Rainbow, finde ich, coole Sachen machen, wie zum Beispiel, du kannst einen Rainbow fliegen und dann Rainbow ein Standbild machen und kannst zum Beispiel hier mit einem Funnel weitermachen. Ich weiß was. Ja? Das habe ich ganz, da war ich noch jung und wusste noch nicht so viel, aber damals wollte ich immer unbedingt das hier fliegen. Das habe ich sogar, glaube ich, mal live geflogen. Und zwar, das ist quasi, also quasi der Rainbow so, aber in der Mitte. So. Mit der halben Rolle. Genau.
Sodass du den auch von dem Pitch-Management so Ja. hinkriegst, dass die auf beiden Seiten gleich groß sind. Auch, als ich noch jung war, habe ich das auch gemacht. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Prinzipiell ist es praktisch ein Rainbow, wo du hier eine halbe Rolle machst und dann weitermachst. Du kannst auch praktisch auch hier eine längere Pause machen und dann das hier. Im Hinblick zum Beispiel auf Roter Live, was recht cool ist, ist zum Beispiel der Move hier. Den werde ich bis zur Rote Live mit Sicherheit nicht mehr lernen und mit Sicherheit nicht so gut können, dass ich in mich traue, mit 2 anderen Leuten, die um mich rumfetzen, zu fliegen. Ja? Also 4 Zeitenflips, Unbedingt. Pyroflip, Rainbow und wenn ich Bock habe, ein bisschen Korkenzieher rumwursteln. Und oberer, Ja. unterer Punkt natürlich. Ich bin ganz ehrlich, der Korkenzieher, den werden wir relativ schnell hinbekommen, beziehungsweise du, sobald dein unterer Punkt noch sicherer ist. Okay. Also der untere Punkt ist eigentlich momentan das, was am meisten bei dir rein muss. Weil bei all dem, was wir gemacht haben, abgesehen jetzt vom Kurvenflug, aber jetzt ob Flip, Rollen, 4-Gezeitenflip, Pyroflip, Korkenzieher, weiß der Kuckuck, überall brauchen wir einen definierten schönen unteren Punkt, sprich eine gleichmäßige Amplitude von Positiv- und Negativ-Pitch. Pi mal Daumen 4 Grad, 4 Grad, beziehungsweise bei niedriger Drehzahl auch mal 5 Grad, 5 Grad. Und da ist halt voll oft nur 1 Grad bei dir, Pi mal Daumen, negativ. Und dann musst du es halt immer mit 6, 7 Grad positiv ausgleichen. Und dann ist deine Amplitude verschoben. Dadurch zieht der Heli weg. Alles wird unentspannter. Der Heli möchte tendenziell nicht so in der Luft bleiben. Sprich, unterer Punkt. Und das wirst du aber mit Versuch wirklich ganz viel 4-Gezeiten-Flips und 4-Gezeiten-Rollen zu machen. Weil da übst du den unteren Punkt ja permanent. Und bitte erst weitermachen, wenn du den Schwebepitch hast. Okay. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Simone. Und vor allem, ich bin immer noch happy von deinen Kurven, auch wenn wir es jetzt nur kurz gezeigt haben. Ich meine, wir haben ja ab und zu geschrieben miteinander und du hast gemeint irgendwie, dass Partheen langsam dir echt die Sachen zukommen lassen sollte, weil du mehr oder weniger mit jedem Tag mehr graue Haare bekommen würdest. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Und du solltest vielleicht auch nicht so hart mit dir selbst zu Gerichte gehen, weil die Entwicklung ist da. Und ich finde, sie ist wirklich sichtbar, sodass auch alle Zuschauer sehen werden, wie deine Kurven sich entwickelt haben. Auch wenn du jetzt die Höhe in die Kommentare, wenn meine Kurven besser geworden sind. Ihr müsst mich aufbauen. Ja. Vielleicht kommt meine Haarfarbe wieder zurück. Macht es bitte, Leute. Schreibt es rein, weil ihr es seht, hoffentlich. Also Simone hat es wirklich verdient. Und ja, Höhenkontrolle kommt noch mit der Zeit. Da habe ich auch noch jede Menge Übungen diesbezüglich, aber das machen wir wann anders. Aber schön. Super. Vielen lieben Dank, Daniel. Dann bitte. Hoffe ich, ihr habt fleißig aufgepasst und habt den heute etwas lustigen Gewinncode gefunden. Der heute mal an einer anderen Stelle war, aber ich glaube, heute war es einfacher. Aber wir werden sehen, wie viele Einsendungen nächstes Mal kommen. Und genau, wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder zu Teil 4 und ich bin gespannt, was dann schon hoffentlich sich mit dem Negativpunkt getan hat. Alles klar, dann, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Daniel. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin schon gespannt auf das nächste Mal. Ich auch. Mach's gut. Ciao, Simone.